Hier, diese Macarons, die sind mit italienischer Meringue gemacht und für die kann ich sogar eine Gelinggarantie geben. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ich muss jetzt noch eine Stunde warten, bevor ich hier in diesen Macaron beißen kann. Also ich könnte jetzt schon reinbeißen, aber das ist nicht ganz so lecker, als wenn man wartet, bis der die richtige Temperatur hat. Das gesagt. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie du die Macarons backen kannst und danach erkläre ich dir noch, warum du so lange darauf warten musst. Macarons ohne Füllung sind keine Macarons. Darum fangen wir mit der Füllung an. Fang immer mit der Füllung an, die braucht nämlich länger, bis sie fest genug ist, um verwendet werden zu können. Wir machen heute eine Ganache aus weißer Kuvertüre, Vanille und Eierlikör. Da ich keinen Eierlikör bekommen kann, mache ich den als erstes selber. Wenn du direkt zu den Macarons springen willst, das Rezept beginnt bei 2 Minuten 38. Für den Eierlikör 2 Eigelbe, 65 Gramm Puderzucker, 120 Gramm Sahne oder ungesüßte Kondensmilch und ein Viertel Teelöffel gemahlene Vanille oder Vanilleextrakt in eine Schüssel geben und verrühren. 60 Milliliter weißen Rum, so ca. 54%ig, dazugeben und verrühren. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und die Eierlikörmasse über dem Wasserbad unter ständigem Rühren auf 65 Grad erhitzen. 66 Grad ist auch okay. Den Eierlikör dann umfüllen und beiseite stellen. Für die Ganache 100 Gramm gehackte weiße Kuvertüre oder solche Drops wie ich hier verwende in eine Schüssel geben und über dem Wasserbad auflösen. Weiße Kuvertüre ist sehr empfindlich, wenn es zu heiß wird oder Wasserdampf daran kommt, dann wird sie zäh. Wie man das an meinem Beispiel hier ganz gut sehen kann, ist sie nicht richtig flüssig geworden, es hat aber dennoch funktioniert. Dann 80 Gramm Eierlikör dazugeben und alles zu einer glatten Masse verrühren. Anschließend 20 Gramm weiche Butter dazugeben und mit einem Mixstab in die Ganache einarbeiten. Mit dem Mixstab ist wichtig, damit sich auch wirklich alles zu einer homogenen Masse verbindet. Die Ganache dann abfüllen, abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Kommen wir zu den Macarons. Bereite dir alles vor, das macht es wesentlich einfacher. Alle Zutaten sind genau abgewogen, dann einen Spritzbeutel mit einer 8 mm Lochtülle vorbereiten. Die Spitze umknicken, den Beutel in ein Gefäß stecken und umkrempeln. Ein Backblech mit Backpapier belegen oder mit einer Backmatte für Macarons. Da sind die Kreise dann schon aufgezeichnet. Wenn nicht, habe ich solche Schablonen. Der Link dafür zum Download ist unterhalb vom Video in der Infobox. Die Schablone etwas zurechtschneiden und das Backpapier am besten mit Magneten darauf befestigen. Dann verrutscht es nachher beim Aufspritzen der Macarons nicht. Als nächstes werden 100 Gramm gemahlene, blanchierte Mandeln und 100 Gramm Puderzucker in einen Blitzhacker gegeben und fein gemahlen. Aber nicht zu lange mahlen, sonst wird die Masse heiß und verklumpft, weil das Öl aus den Mandeln austritt. Die Mandeln müssen auch nicht so super fein sein. Mit der italienischen Meringue ist das kein Problem. Wichtig ist, dass Mandeln und Puderzucker gleichmäßig gemischt sind. Mandeln und Puderzucker dann sieben. Nimm ein nicht zu feines Sieb, sonst bleibt alles hängen und es dauert ewig und das ist sehr frustrierend. Wichtig ist, dass keine zusammengeklumpten Stücke von Mandeln und Puderzucker mehr darin sind. Zu Mandeln und Puderzucker geben wir dann 37,5 Gramm Eiweiß. Einfach dazugeben, nichts weiter machen und beiseite stellen. Ich weiß, 37,5 ist eine krumme Zahl, aber ich habe nur das halbe Rezept gemacht, da das ganze Rezept für 4 Backbleche ist und ich habe nur noch 2 Backbleche. Kommen wir zur Meringue, dem Eischnee mit heißem Zuckersirup. Ich habe keine Küchenmaschine, weswegen ich einen Handmixer verwendet habe. Wenn man das alleine macht, ist das ziemlich kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man die Kamera noch 5-mal umstellt. Also am besten geht es mit einer Küchenmaschine. Wenn du keine hast und den Handmixer verwendest, hol dir unbedingt jemanden zur Hilfe. In einen Topf kommen 100 Gramm Zucker und 25 Gramm Wasser. Den Topf auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze den Sirup zum Kochen bringen. Wenn der Sirup zu kochen beginnt, beginne damit weitere 37,5 Gramm Eiweiß schaumig aufzuschlagen. Zeitgleich kontrolliere die Temperatur mit einem Thermometer. Wenn der Zuckersirup nämlich 118 Grad heiß ist, das ist sehr wichtig, lass ihn langsam in den Eischnee laufen. Schlage den Eischnee dabei weiter auf. Es wird Sirup im Topf zurückbleiben. Das ist normal, nicht wundern. Den Eischnee weiter aufschlagen, bis er lauwarm ist. Dabei können wir ihn färben. Ich werde immer nach den Farben gefragt, die ich verwende. In der Infobox hier unterhalb vom Video habe ich einen Link zu den Farben, die ich in Deutschland verwende. Die färben sehr gut. Die natürlichen Farben aus roter Beete oder ähnlichen funktioniert nicht, weil sie später beim Backen verbrennen oder total ausbleichen.
Zeit, den Teig anzurühren. Vermische als erstes die Mandel-Puderzuckermischung vom Anfang mit dem Eiweiß zu einer Paste. Richtig kräftig verkneten, die Masse soll in etwa die Konsistenz von weichem Marzipan haben. Gib dann die gefärbte Meringue in 2 Portionen dazu. Arbeite die erste Hälfte richtig kräftig ein. Unbedingt der Teig, der am Spatel hängt, mit dem Finger abstreifen, damit er auch richtig untergemischt wird. Sonst bleiben später Klümpchen im Teig und wenn das passiert, platzen die Macarons beim Backen auf. Hebe die zweite Hälfte der Meringue unter, bis ein zähfließender, glatter und glänzender Teig entstanden ist. Wenn der Teig vom Spatel läuft und sich beim Auftreffen in der Schüssel so zusammenfaltet, ist er genau richtig. Den Teig dann gleich in den vorbereiteten Spritzbeutel geben, den Beutel zusammendrehen, bis der Teig an der Spitze erscheint und wieder in das Gefäß stellen. Wenn wir das haben, dürfen wir nämlich kurz verschnaufen und uns sammeln für den nächsten Schritt. Macaron-Tupfen aufspritzen. Und wie man sehen kann, mache ich das heute wirklich sehr ungeschickt, weil ich gleichzeitig in die Kamera geschaut habe, hat aber trotzdem funktioniert. Wenn du keine 2 Backbleche hast, spritze den restlichen Teig dennoch auf Backpapier oder eine Backmatte auf und ziehe es dann später auf dein Backblech. Lege es dafür auf ein Tablett oder Schneidebrett, damit du den nächsten Schritt ausführen kannst. Um die Oberfläche der Tupfen zu glätten, sofort nach dem Aufspritzen kräftig unter das Backblech klopfen, also richtig kräftig bitte. Jetzt noch die Magnete vom Blech nehmen und vor allem die Schablonen. Das riecht nämlich sonst unangenehm, wenn die beim Backen zum Kokeln anfangen. Die Tupfen dann für 30 bis 60 Minuten antrocknen lassen. In der Zwischenzeit kannst du den Backofen vorheizen und zwar auf 160 Grad Umluft. Wichtig ist, dass im Backofen 160 Grad herrschen. Ich muss meinen Backofen dafür auf etwa 145 bis 148 Grad einstellen. Um das herauszufinden, brauchst du ein Backofenthermometer. Ist die Temperatur zu hoch, verbrennen deine Macarons, bevor sie innen fest sind. Ist die Temperatur zu niedrig, werden sie hohl oder gehen gar nicht erst auf. Ob die Macarons bereit sind, testest du mit der Fingerspitze. Wenn kein Teig mehr daran kleben bleibt, wenn du auf einen Tupfen damit drückst, kannst du sie backen und zwar für 12 bis 13 Minuten. Die fertigen Macaronschalen dann aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Sie sollen hart wie Zwieback sein, dann sind sie richtig. Nimm deine Ganache rechtzeitig aus dem Kühlschrank, damit sie etwas weich wird und fülle sie in einen Spritzbeutel. Ich meine, du kannst die Füllung auch mit einem Löffel auftragen, aber dann wird es nicht besonders gleichmäßig und sieht hinterher nicht so gut aus. Die Macaronschalen noch kurz nach Größe sortieren, meistens sind sie ja doch etwas unterschiedlich. Ich lege mir dann immer 2 nebeneinander hin, eine mit der Innenseite nach oben, die andere mit der Außenseite, dann lassen sie sich bequem füllen und verschließen. Die ganze Anleitung und noch mehr Rezepte zum Füllen gibt es auf meiner Macaron-Webseite. Der Link dafür ist unterhalb vom Video in der Infobox. Wenn dir mein Video gefällt, sei so lieb und lass mir einen fetten Daumen nach oben da bitte. Dankeschön. So, noch den Deckel auf die Macarons setzen und andrücken, bis die Füllung den Rand erreicht. Die Macarons dann in eine luftdicht verschließende Box oder Dose legen und für 12 bis 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dabei zieht ein Teil der Füllung in die Schalen ein, weicht sie auf und sie werden wieder weich. Ich weiß, jetzt haben wir so lange gewartet, bis die Macarons endlich im Kühlschrank sind und reifen können. Und jetzt sage ich, du sollst noch eine Stunde warten, bevor du sie essen kannst. Das hat einfach den Hintergrund, wenn die direkt aus dem Kühlschrank kommen, dann sind die total zäh. Und dann denkst du dir, was sagen die alle hier zu Macarons? Wieso sollen die so lecker sein? Um das zu vermeiden, warte einfach noch eine Stunde, bis die Raumtemperatur angenommen haben. Und dann sind die mega lecker. So, das gesagt, ich muss jetzt hier gleich reinbeißen. Mir läuft nämlich schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Das gesagt, ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in einem von diesen hier oben, die da gleich erscheinen. Das gesagt,
Lass mir noch schnell einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Tschüss. Ja, Macarons machen gehen, das ist ziemlich lecker. Und gar nicht so schwer. Vor allen Dingen eben die italienischen. Wenn man den Zuckersirup beherrscht, dann gelingen die absolut hundertprozentig. Also, cheers. Wow. Genau so müssen die sein. Tschüss.